Hallo liebe Freunde, danke für das Einschalten, danke, dass ihr wieder dabei seid. In diesem neuen Video auf meinem YouTube-Kanal möchte ich euch gerne einladen, noch einen Spaziergang mit mir in der sibirischen Stadt Irkutsk zu machen. Diesmal zeige ich euch 3 Straßen im Stadtzentrum. Unser Spaziergang beginnt von der Gedenkstätte, gewidmet der Partnerschaft zwischen der deutschen Stadt Pforzheim und Irkutsk. Diese Partnerschaft dauert schon seit Jahrzehnten. Leider muss man feststellen, dass diese Partnerschaft momentan eingeschlafen ist, obwohl sie auf menschlicher und privater Ebene immer noch besteht. Ich war einmal in Pforzheim. Das war im Jahre 2002, also es ist schon lange her. Ich war dort nur 2 Tage, das heißt sehr kurze Zeit. Ich war dort zu Besuch bei meinen Freunden. Aufgefallen ist mir, dass diese Stadt auf Hügeln gelegen ist und gilt als keine schöne Stadt, so ist mein Eindruck. Die Einheimischen sagten mir auch damals, dass es dort sehr viele Türken gäbe. Ich weiß auch, dass es dort eine große russischsprachige Gemeinde gibt. Sehr viele Russlanddeutsche leben dort. Am Anfang dieses Videos könnt ihr die Straße Stepan Razin sehen. Durch diese Straße verläuft die Eisenbahnlinie. Eine Fahrt mit der Straßenbahn kostet momentan 35 Rubel. Außerdem kann man auf dieser Straße viele Holzhäuser sehen. Einige Holzhäuser sind noch bewohnbar. Sehr oft werden in Holzhäusern Büros untergebracht. Ich weiß nicht, ob ihr es bemerkt habt, aber ich blende jetzt in meinen Videos den Untertitel ein. Nicht nur auf Deutsch, sondern auch auf Russisch und Englisch. Wenn ihr Russisch lernt, dann könnt ihr den russischen Untertitel einschalten und den russischen Text lesen. So kann man das Verstehen üben. Braucht ihr keinen Untertitel überhaupt, kann man ihn auch komplett ausschalten. Das ist auch gar kein Problem. Weiter biege ich von Stepan-Razin-Straße auf die Gorki-Straße ab. Ich gehe dadurch nur ein kleines Stück. Und weiter biege ich wieder auf die Marat-Straße ab und gehe dann bis zur Karl-Marx-Straße. An der Kreuzung der Straßen Karl Marx und Lenin steht das Denkmal für Wladimir Lenin. Dieses Denkmal kennt ihr schon bestimmt, wenn ihr meine Videos schon lange verfolgt. Ich weiß auch, in vielen ostdeutschen Städten gab es früher auch sehr viele Denkmäler von Lenin. Aber nach der Wende wurden fast alle abgebaut. Mich würde gerne interessieren, ob ein anderes Denkmal an seiner Stelle aufgestellt wurde oder gibt es an der Stelle gar nichts mehr. Die Stadt Irkutsk ist mit zahlreichen Holzhäusern bekannt. Im Stadtzentrum kann man sehr viele Holzhäuser sehen. Leider gibt es darunter auch sehr viele verfallene und abgebrannte Holzhäuser, die nicht aufgeräumt werden und bleiben einfach so herumstehen, was das Bild von der Stadt sehr stark verdirbt. Und die Touristen sehen das und fragen sich dann, warum diese verfallenen Häuser nicht aufgeräumt werden. Aber das ist eine andere komplizierte Geschichte. Einige Firmen bekommen von der Stadtverwaltung alte Holzhäuser zur Verfügung gestellt, aber verpflichten sich dabei dafür, dass sie diese Häuser sanieren. Dann dürfen sie darin ein Büro einrichten. Solche sanierte und neu gebaute Holzhäuser sehen tatsächlich sehr schön und frisch aus. Seit den letzten Jahren kann man in der Stadt immer mehr solche sanierte und neu gebaute Holzhäuser sehen, was mich sehr freut. Die Holzarchitektur wird in Irkutsk immer noch gepflegt. Sie ist eine Visitenkarte der Stadt. Im vorletzten Video von März habe ich seinen Familiennamen falsch ausgesprochen. Für das deutsche Ohr muss das vermutlich wie der Monat März geklungen haben. Richtig wäre dann März und nicht März. Für die Russen klingt das fast ähnlich, aber die Deutschen, ihr könnt das sofort erkennen und dann kann man das ein Lachen auslösen. Lachen ist immer gut für die Gesundheit und für die Laune. Also ich bitte um Entschuldigung für meine Sprachfehler, wenn sowas passiert. Manchmal mache ich Fehler mit Aussprache. Es wäre besser, wenn März tatsächlich genauso wie der Monat März wäre, das heißt freundlich und mit viel Sonne sozusagen. Leider ist er und seine Einstellung gegen Russland gerichtet. Macht nichts, wir können damit weiterleben. Wichtig wäre für euch, wenn Merz als Bundeskanzler dem Deutschland nicht viel schaden würde. Russland braucht Deutschland als wirtschaftlich starken Geschäftspartner in Zukunft.
Es gibt eine große Gefahr, dass Merz die Taurus-Raketen in die Ukraine schicken kann. Das ist nicht ausgeschlossen, aber Russland ist jetzt dabei, neue Partnerschaftsbeziehungen mit den USA aufzubauen. Das dauert aber eine Weile. Das passiert schon jetzt, aber sehr, sehr langsam. Ja, versteht sich warum. Die Zusammenarbeit von Russland mit den USA war am Boden und bleibt immer noch unten durch. Vor kurzem konnten wir einen großen Streit zwischen Zelensky und Trump erleben. Das ist vor laufenden Kameras passiert und die ganze Welt konnte sehen, was zwischen den beiden Staatsoberhäuptern passiert ist. Der amerikanische Präsident will tatsächlich den Krieg in der Ukraine beenden. Das ist die gute Nachricht für Russland. Auch wenn ein großer Krieg in Europa ausbrechen wird zwischen Russland und NATO, dann wird sich Trump und sein Land in den Konflikt auf dem europäischen Kontinent kaum einmischen wird. Dann bekommt Russland eine sehr gute Chance, die NATO zu besiegen. Die Frage ist nur, wer als erster angreift, Russland oder NATO. Es gibt eine Prognose in Russland, so habe ich gehört, im April dieses Jahres kann etwas passieren auf dieser Ebene, vermutlich im Baltikum. Europa wird die Ukraine mit Waffen und Geld weiter unterstützen, überwiegend auf Kosten von Deutschland. Aber ich bin der Meinung, und bei uns wird davon sehr viel gesprochen, das Hauptziel von Trump ist die Arktik. Er will die arktischen Handelswege kontrollieren, auch zusammen mit Russland. Deswegen braucht er von einer Seite Grönland und von der anderen Seite die Stelle, wo Russland an Alaska grenzt. Da gibt es auch die Einfahrt, einen Weg in die Arktik. Somit will Trump China aufhalten, den Handelsweg für China verhindern. Das ist nur eine Meinung, die ich gehört habe. China ist für die USA eine große Konkurrenz, aber Trump braucht für den Kampf gegen China Russland. Das wird aber für ihn schwierig sein, Russland für sich zu bekommen, weil China in Russland die Wurzeln sehr stark geschlagen hat. Noch ein paar Worte möchte ich über das Wetter in Irkutsk sagen. Der Frühling steht schon tatsächlich vor der Tür. Nur in der Nacht wird es immer noch kalt bis minus 20 Grad, aber tagsüber, wenn die Sonne scheint, ist das draußen bei minus 3 schon. Es dauert noch, bis die richtige Wärme eingekehrt ist. Aber die Temperaturen schwanken immer noch sehr stark und bis April bleiben solche Temperaturschwankungen noch bestehen. Vor kurzem war ich am Bahnhof von Irkutsk und konnte dort einen chinesischen Personenzug aufnehmen. Das war der erste Personenzug seit 5 Jahren. Anfang des Jahres 2020 wurde der Zugverkehr zwischen den beiden Ländern eingestellt. Vor kurzem war das eine Testfahrt ohne Fahrgäste. Erst im April wird es entschieden, ob dieser Personenzug tatsächlich in Betrieb kommt. Ich denke mal, die russische Eisenbahn RŽD wird dagegen sein. Die Chinesen können jetzt nach Russland über die Mongolei gelangen. Das dauert ja länger mit dem Umsteigen. Mit dem direkten chinesischen Zug von Peking nach Moskau wäre das Reisen einfacher. Es gibt im Westen viele Leute, die diese Strecke fahren möchten. Nicht jeder will in Ulaanbaatar aussteigen. Die Stadt ist interessant, aber nicht so schön und nicht jeder Tourist will diese Stadt besuchen und dort länger bleiben. Das ist nur Geschmackssache. Einige wollen nur daran vorbeifahren und der chinesische Personenzug wäre dafür sehr passend. Ich werde euch diesbezüglich auf dem Laufenden halten. Das Thema Eisenbahn interessiert mich auch sehr. Ich verfolge es sehr aktiv. Jetzt kann man nach China über Ulaanbaatar fahren. Früher war der chinesische Zug von Moskau nach Peking unter den westlichen Touristen sehr beliebt. Aber momentan gibt es sie nicht so viel. Deswegen ist man skeptisch über diesen Zug. Dann wird er eine Konkurrenz für die russischen Personenzüge machen. RŽD kann diesen Zug verhindern. Noch ein paar Worte möchte ich über die Mongolei sagen. Am 1. März haben die Mongolen den Neujahrbeginn nach dem mongolischen Mondkalender gefeiert. An diesem Tag besuchen sie gegenseitig. In erster Linie muss man die nahe Verwandtschaft besuchen. Man kocht zu Hause viel Essen und die Gäste müssen dann dieses Essen verkosten. Da die Mongolen eher aufs Fleisch stehen, gibt es auf dem Tisch sehr viel Fleisch zum Verkosten. Was mir noch an den Mongolen gefällt, ist die Tatsache, dass sie die Natur sehr gut und bewusst verehren. Bei den Mongolen gibt es keinen stark ausgeprägten Schamanismus wie bei den Buryaten. Die Buryaten sind ein Brudervolk der Mongolen, aber die Mongolen verehren die Natur allgemein gesehen. Besonders verehren sie den Himmel und die Sonne. Und beim Neujahrbeginn fahren sie morgen früh in die Natur und bewundern den Sonnenaufgang. Das ist die Tradition.
Nach dem mongolischen Mondkalender bedeutet das auch der Anfang des Frühlings. Diese Zeit heißt bei den Mongolen der weiße Monat, auf Deutsch übersetzt. Auf Mongolisch heißt das Tsagan Sar. Die Mongolei ist auf jeden Fall besuchenswert, besonders auf dem Weg nach Irkutsk, wenn man über Ulaanbaatar fliegt. Also liebe Freunde, soweit von mir für heute. Danke, dass ihr die Zeit gefunden habt, dieses Video bis zum Ende anzuschauen. Jetzt habt ihr so eine bessere Vorstellung von Irkutsk. Ihr braucht jetzt keinen Touristenbegleiter vor Ort mehr. Ihr könnt jetzt schon alle Wege in der Stadt selbst finden. Ich werde meine Spaziergänge weitermachen, aber das Stadtzentrum kennt ihr schon bestimmt. Weitere Videos von Irkutsk kann man in der gleichnamigen Playliste leicht finden. Bitte anschauen, wenn ihr diese Videos verpasst habt. Weiter in diesem Video lasse ich euch mit den Straßengeräuschen allein, damit ihr hören könnt, was draußen auf der Straße passiert. Ich wünsche euch alles Gute im Alltag und viel Erfolg bei der Arbeit. Wir sehen uns bald in neuen Videos auf meinem YouTube-Kanal wieder. Bis dann. Tschüss.